Hallo zusammen! Heute ist wieder mal ein Bootstag. Es ist so, ich würde mal sagen 8 Grad, also jetzt nicht so muckelig warm draußen. Aber es gibt ein paar Sachen zu tun, weil das Boot muss auf jeden Fall vor 30. April ins Wasser. Weil wir stehen hier im Winterlager vor so einem Strandbad auf einem Parkplatz, der ist eigentlich im Sommer quasi ein Fahrradparkplatz. Das heißt, wenn das Strandbad am 1. Mai aufgemacht wird, muss das Boot weg sein. Und was jetzt so auf jeden Fall passieren muss, bevor das Boot wieder ins Wasser kommt, sind hier die Fensterdichtungen. Die sind nämlich schon, naja, ich nehme mal an, so alt wie das Boot selber. Und ja, man sieht da, es ist so teilweise so getrocknetes Zeug. Ich weiß nicht, da haben die Vorbesitzer wahrscheinlich schon mal das eine oder andere so reingeschmiert, als es mal undicht war. Von außen, also hier oben sieht man es auch. Das ist echt, ja, muss alles raus. Und von außen sieht man auch teilweise, dass sie so Silikon reingemacht haben, wobei ich glaube, das ist normaler Badezimmer-Silikon-Zeugs und nicht Sikaflex. Also mache ich mich jetzt mal daran, das hier alles, das ganze Fenster rauszunehmen und dann mal zu gucken, was da alles für Materialien reingeschmiert sind. Und ja, dann ist eigentlich die Idee, das alles schön sauber zu putzen und als nächstes dann mit richtigem Sikaflex, dem 295er, abzudichten und dann hoffentlich haben wir wieder dichte Fenster. Das ist alles so voll gesaut. Es ist nicht gerade viel Platz an Deck. Ich hocke ziemlich eingequetscht zwischen Reling und Fenster und die Plane drückt auch noch von oben. Schlitzschrauben sind eh nicht meine Freunde, in so engen Bedingungen sowieso nicht. Bis ich mal alle Schrauben gelöst habe, vergehen mehrere Stunden. Also manche sitzen so feste drin. Das ist wieder so eine, die durchdreht, glaube ich. Ach Mann. Was man hier sieht, ist das Silikon, das an den Rahmen geschmiert wurde. So, ich habe jetzt alle Schrauben gelöst bekommen, bis auf 2. Irgendwie drehen die durch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich von innen die Stifte, ob ich die irgendwie lösen kann und dann so die Schrauben. Also manche kommen natürlich schon raus hier. Bei den anderen muss ich also irgendwie noch gucken, wie ich die rauskriege. Mal sehen. Manche sind wirklich wie einzementiert. Komm raus. Was ist das denn überhaupt? Das ist alles total klebrig. Erstmal die Vorhänge weg, damit man Platz zum Arbeiten hat. Komisch. Das ist krass, was da alles drin steckt. Ja, alles aber nichts, was dicht hält. Aha. Ja. Die Dichtmasse stinkt so erbärmlich. Kein Wunder, dass das nicht mehr dicht hält. Das ist alles irgendwie so ganz komisch klebrig. Ich weiß nicht, was das ist. Das fühlt sich an wie Kaugummi. Nun geht die Putzerei los. Ich oben im Schiff und Marc macht sich unten an den Rahmen. Mit einem Spachtel kann man die klebrige Masse ganz gut entfernen. One week later. Letztes Wochenende haben wir die Fenster ausgebaut aus dem Biber und die jetzt mal mit in die Werkstatt genommen.
Und jetzt bin ich gerade dabei, mit der Fein diese ganze Dichtungsmasse zu entfernen. Also das hier ist alles schon runtergekommen. Und für die Fein gibt es so einen coolen, so einen Spachtelaufsatz. Ich führe das gleich mal in Action vor. Also das spart sehr, sehr viel Fleißarbeit. Die Fein ist zwar sehr gutmütig, aber man muss trotzdem aufpassen, dass man das weiche Aluminium nicht zerkratzt. Nach der Grobarbeit kann man dann den Rest mit Silikonentferner lösen. Vieles geht wirklich problemlos, manchmal muss man aber mit dem Spachtel nachhelfen. Auch hier nutze ich wieder Wattepads aus dem DM. Man kann sie einfach in Silikonentferner tränken und auf hartnäckige Stellen zum Einwirken legen. So kann man auch Hardtop-Dichtungsmasse wieder gut aufweichen. Als nächstes müssen wir die 2 Rahmenhälften auseinanderziehen. Sie sind mit 2 Nieten und 2 Schrauben und einem dahinterliegenden Metallstück verbunden. Die Nieten müssen wir hierfür aufbohren. Eigentlich wollten wir ja nur die Fenster am Rumpf neu abdichten. Aber bei näherer Betrachtung sieht man, dass der Rest auch nicht wirklich so toll aussieht. Also, alles auf. Ich würde die frisch machen. Die ist auch schon alt und brüchig. Wenn man schon dabei ist, gleich alles neu. Hoffentlich findet man so eine, nicht nur in England. Mal gucken. Du schaffst es! Nee. Es sieht scheiße aus. Das ist nicht schön. Ich glaube, das Plexiglas muss neu. 1 week later. Neues Plexiglas ist bestellt. Und in der Zwischenzeit ersetze ich die völlig verrosteten Metallstücke, die die 2 Fensterhälften zusammenhalten. Und wie? Das zeige ich euch jetzt. Was ihr jetzt hier seht, ist, wie ich das allererste Mal in meinem Leben mit einer Fräse arbeite. Ist für diese Übung jetzt wahrscheinlich totaler Overkill. Man hätte auch irgendwelches Altmetall nehmen können, das irgendwie zuschneiden und das wäre auch gegangen. Aber da in dem Fensterrahmen relativ wenig Platz ist, muss man schon ziemlich genau arbeiten, damit man auch wirklich dann die 4 Löcher an der richtigen Stelle hat und so weiter und das Ganze überhaupt reinpasst. Und ich wollte auch einfach mal ausprobieren, wie das so ist mit einer Fräse. Und dann war das eben eine gute Gelegenheit. Was ist überhaupt der Witz an so einer Fräse? Also ich hoffe jetzt mal sehr, dass kein Fachmann, irgendwie ein Zerspannungsmechaniker oder so zuhört. Aber wenn ja, dann entschuldige ich mich jetzt hier für mein Anfängervokabular. Aber wie auch immer. Der Witz an der Fräse ist eigentlich, dass es 3 Bewegungsachsen gibt und 3 Vorschubrichtungen. Und zwar kann man den Maschinentisch, das ist das unten, wo das Werkstück auch eingespannt ist, den kann man bewegen auf der X- und auf der Z-Achse. Und den Fräskopf oben, den bewegt man auf der Y-Achse. Das heißt, man kann in jede erdenkliche Richtung und Bewegung fräsen. Was ihr jetzt hier seht, ist, wie ich mit einem Walzenstirnfräser am Werkstück an den vorderen Kanten und auch an der Seite Material abtrage. Natürlich kann man mit einer Fräsmaschine eben auch bohren. Man will die Position vom Fräskopf eigentlich immer in Relation zum Werkstück sehen. Und das heißt, man tastet sich an eine Kante vom Werkstück ran. Es gibt dafür auch einen sogenannten Kantentaster, aber wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Bohrer hat, kann man einfach ganz langsam dran fahren und warten, bis man das Klicken hört, wenn der Bohrer das Werkstück berührt. Und das ist dann der Nullpunkt. Und von dort aus gesehen macht man dann alle weiteren Bewegungen.
Hier mache ich gerade die M4 Löcher im richtigen Abstand zueinander, wieder an der Kante vom Werkstück genullt. Für diese Arbeit habe ich alle 4 Teile übereinander, sodass ich 4 Löcher bohre, aber nur einmal messen und einstellen muss. Nun muss das Werkstück noch schmaler gemacht werden. Das Ganze 4-mal, weil es sind ja 4 Verbindungsstücke. Und hier seht ihr jetzt, wie ich mit einem Scheibenfräser dann einen Schlitz ins Werkstück mache, wobei der Schlitz jetzt so breit ist, dass ich das Werkstück in 2 Teile trenne. Umdrehen und das zweite Stück trennen. Am Bandschleifer schleife ich dann noch die Ecken etwas rund. Und mit dem Gewindeschneider machen wir noch Gewinde rein. Und hier sieht man ganz schön den Vorher-Nachher-Vergleich. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, wie es mit dem Plexiglas und den Dichtungen weitergeht. Tschüss, bis bald und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.